Einen wunderschönen guten Abend. Livestream wird Thaumaturge. Ich habe Schönes gehört, würde ich sagen. Schon schön, ja. Oh, könnte es ein bisschen gruselig sein. Geschichtlich, historisch, geiler Scheiß, irgendwie sowas. Alles klar. So, dann wollen wir mal starten. Let's go. Ja, klar will ich einen neuen Spielstand. Ich habe ja noch keinen Spielstand. Das ist ja blind. Taumata ist dem Griechischen entliehen und bedeutet Wunder. Ein Thaumaturg oder Temperament ist ein Mensch mit der Fähigkeit, nachklingende Geheimnisse an Personen und Orten wahrzunehmen. Thaumaturgen erkennen Laster, dem menschlichen Geist eingeprägte Stigmen und können sie zum Vorschein bringen. Sie sind eine Art Seelenärzte? Fragezeichen? Das Wesen eines Thaumaturgen zu verstehen, ist jenen, die nicht selbst mit der Gabe geboren sind, unmöglich. For years I've been seeing you in my dreams, and lately more and more. It's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now, does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ligia. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Take this down, please. Arrived. I think I have found him.
I hope you will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? That will do. From whom? My name is Viktor Szulski. S-Z-U-L-S-K-I. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw. Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere. On every map. Maps change. I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Loony. So. Stehen wir in unserer Weisheit. Naja. Das ist dieses. Weiß ich nicht. Soll ich das lieber mitspielen? Okay. Okay. Das ist das Inventar. Ich habe dabei einen Brief von Lydia. So, dann haben wir unser Buch, unser Grimoire. Der ist immer bei mir. Dann haben wir Geld. Eine Rolle Rubel, eine Handvoll Kopeken, ein paar Mark, ein einziger Frank. Das Vermögen eines verlorenen Sohnes. Okay. Eine Knarre. Ein Nagant-Revolver M1895 Revolver. 107 Kammern. Ein Reisepass. Warte, wir sind ja noch nicht fertig hier. Was ist das? Okay. Skizzen. Westen. Hosen. Mäntel. Thaumaturge. Okay. Ich habe 0 Punkte. Warte mal hier. Fähigkeiten. Laster. Okay. Das ist das. Kopiere. Spinstischer Rausch, blutige Buße. Okay, der hat auch eigene Fähigkeiten. Den haben wir zwischenzeitlich hier schon gesehen jetzt. Mal gucken, ein Salutor. Salutoren, sie haben viele Namen. Als Latein im Mode war, nannte ein weiser Mann diese Kreaturen Neuling. Im Volksglauben werden sie manchmal als Dämonen oder Engel, Geister und sogar Götter behandelt. Ich weiß nicht, woher sie stammen. Sie spiegeln die Vorstellung und den Aberglauben der Menschen aus verschiedenen Regionen wider, auch wenn diese, die sie nicht sehen können, hochsensible Personen wie Künstler, können manche Gestalt erahnen. Wilde Salutoren verwandeln zusammen mit den Menschen, deren Lastern sie folgen. Die Leute reisen heutzutage mehr. Einmal habe ich in St. Petersburg eine Sphinx gesehen. Okay. Okay, finde die Schatten sind. So. Tiefensicht. Als Thaumaturge wirkst du über die Gabe der Tiefensicht. Du kannst verborgene Dinge aufspüren, die Angriffe eines Feindes vorausahnen, Spuren von Gefühlen, Gedanken, Taten und Worten folgen und dein Ziel leichter erreichen. Ja. Schicke Stiefel, okay. Der Typ mit den schicken Stiefeln, ja.
Tief ist an die tragischen gelben Schriften und 21 Sonnenblätter und Schatten, die Stadt tief lässt und das nach Name ist Alexander, bla bla bla. Okay. Das ist der Kutsche, okay. Gibt es hier noch was zu entdecken irgendwie? Sieht nach einem Dead End aus. Okay, gut. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. So is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? Gleich sind I auf actually meant, Schau. is there anyone visiting? A guest? Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he's sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. Oh, he prays a heck of a lot. You getting in, or what? I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Ein guter Tipp für Besucher. Ist auf keinen Fall den gelben Schnee. Hoffnung auf Bessere. Okay, jetzt sind wir in irgendeinem Dorf. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Das Mana wurde aus Schnurrzweigen, Federn gefertigt und soll die Dorfbewohner vor den Einfluss böser Mächte schützen. Luca? Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putnik. You coming from far? Indeed, I'm tired. Nice boots. Are they warm? Actually, I have particularly warm boots. Thanks. And sooner or later, these might kick their arses. Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. Got to sort out formalities with this tourist. It's your snummy. We are the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Provokationen, Alter. Provokationen. Siegesbedingungen. Wenn die Feinde alle ihre Lebenspunkte verlieren, gewinnst du den Kampf. Die Lebenspunkte der Feinde werden als Balken unter ihren Füßen dargestellt. Deine Lebenspunkte siehst du in den Balken links unten im Bildschirm. Okay. Auf Beginn. Okay. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit geplanter oder Blitzangriff. Uff. Was ist der Unterschied? Langsam. Aber wenn ich mit einer Attacke ausnocken kann. Ich erstmal einen Hieb ab, okay. Bam! 12 Damage, da ist er unten gefallen. Ah, der schlägt mich auf, 4 Damage. Durch Tiefensicht kannst du die Handlung deiner... Ah, okay. Okay. 8 Präzisionsmittel schnell bis 6. Gib mir mal fix eine mit. Nochmal.
Okay. Nett und weg mit ihm. Nice. Serves the Ruskies right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Krüppel? Hab ich das gerade richtig gehört, du Arschloch? Ich bin kein fucking Krüppel. Gucken erstmal, ob wir hier irgendwas noch finden. Ich bin noch irgendwas zu sehen. Good Und ein Hund. boy. Good boy. Good fucking boy. Ich habe doch eben irgendwas gesehen gehabt hier. Warte mal, oh, guck mal. Ich habe hier... Das zu gestalten, das sind wohl Schatten von den Viechern hier. Okay, gucken wir mal. Wir haben Herz jetzt auf 1. Was ist R2? Glücksspiel. Punkt Herz. Glücksspiel gibt dir eine Chance von 60% doppelten Schaden zu verursachen. Okay, was ist das? Verwehrt den Fokus um 3. Hirn. Den Fokus. Das finde ich da extrem gut. Okay, Gasthaus. Altes polnisches, russisches, tschechisches Gasthaus irgendwie, frag mich. Jerewan. Wie unsere Berichterstatter ist der neu ernannte Generalgouverneur der Provinz Jerewan, Prinz Napoleon Louis Joseph Jerome Bonaparte, soeben in der Stadt eingetroffen. Jetzt werden wir bei der Begrüßungszeremonie anwesend sein, okay. Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and... And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases. Inexplicable ones. And what do you believe in? Bin ich an, glaube ich, an wundersame Kräfte. Prinzipiell bin ich ein Thaumaturge, der an irgendwelche komischen Dämonen und Laster glaubt. In miracles. In my condition now, I can only hope for a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a Thaumaturge. Where are you coming from? I first learned of you in Paris. A charismatic miracle worker from Russia. I even heard about you from my doctors. By the time I got to Petersburg, you were already gone. I've crossed almost 3 continents, through Siberia, India, and half of Europe. But if you're asking me about my origins, I'm from Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After then, others arrived, with pitchforks and torches, and
I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a Thaumaturge, and I'll hear what you have to say. That's partly the issue I wanted to speak to you about. Does that mean you give up? That means I'll try, but I don't know. All right, all right. I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Gebetskette. Eine vom Alter gezeichnete Gebetskette mit 30 Knoten aus Wolle. Die Wollfäden sind zum größten Teil vom Feuereifer durchtränkt, der von den Gebetsperlen ausgeht, und zu einem geringen Teil von dem Talg, den die kräftige Fähre des Besitzers absondern. Die Kette pulsiert mit einer Mischung aus blauer Verzückung, lilafarbener Leidenschaft und stahlgrauer Intensität. Die Perlen brennen unter deinen Fingern, ziehen dich aber auch magisch an. Rasputins Wunsch, seine Begeisterung und seine Leidenschaft verleihen Rasputin eine geradezu magnetische Anziehungskraft. Er hat einen ansprechenden Charakter, ist mutig und kämpferisch. Ein geborener Anführer. Man muss nur vorsichtig sein, sich nicht an seinem Feuereifer zu verbrennen. I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Beobachtungen. Mit Informationen, die du beim Umgang mit Menschen und Gegenständen sammelst, aus Beobachtungen kannst du Schlussfolgerungen ziehen und so mehr über die Welt und verschiedene Ereignisse erfahren, was in vielen Situationen hilfreich sein kann. Tiefensicht in Objekte. Spuren. Unbekannt. Du siehst sie zum ersten Mal. Bekannt. Du hast die Spur schon einmal gesehen, bist aber nicht sicher, wem sie gehört. Du schaust dir was genauer, wer sie hinterlassen hat. Spuren werden nur sichtbar, wenn du eine Prüfung deiner Tiefensicht bestehst. Let's take a look around. No luck. Oh well. Who would have thought there were such layers of passion within him? So, einmal ganz kurz pausieren und was zu trinken und ich bin sofort wieder da. So, Gebetsbuch. Ein kunstvoll verziertes Gebetsbuch mit den Gebeten für die russisch-orthodoxische Liturgie. Es vibriert mit einem schmachtenden, lustvollen Stöhnen. Wow. Gebetsbücher sollten so nicht reagieren, finde ich. Ein Hauch von Seide, ein Duft von teurem Puder.
wie man es am Hofe trägt, etwas Weiches und Warmes, worin jedoch auch der Keim des Schmerzens steckt, den der Vorbote vorstehende Abschied und die darauffolgende unstillbare Sehnsucht darauf hervorrufen werden. Rasputins Leidenschaft. Wer hätte gedacht, dass dieser Priester dermaßen heißblütig sein könnte? Hinter der Maske des Heiers verbirgt sich überraschenderweise ein herausragender Liebhaber. Und das wissen wir, wo wir das Buch angefasst haben. Boah, pervers. Hinter der Maske... wenn die Frauen Herz und Schoß öffnen, vielleicht ist dies eine seiner Heilmethoden. I don't know. Ich schätze, das bringt vielleicht was. Oder gegen Kopfschmerzen helfen, habe ich gehört. What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Rasputin wird's nicht vergessen, okay. Tell me again, why were you looking for me? A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind... I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. I've got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a Thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Let me in. Where Gegenteil einer Katze. am I? Miau! Rasputin. There's no one in here. Na, da ist okay. Den kennen wir ja schon. Den haben wir schon in einigen Sequenzen gesehen. Und im Menü. Finde den Weg. What is this sound? Shackles? Okay, Cutscene. You're blind. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Do you
can see, Father. Clearly. Okay, ich sehe komische Gestalten. You be lying there much Sicher, dass du in longer? Ordnung I bist? wanted to sweep. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, absolutely. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a salutar, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. Oder dich vollständig Hilfe eines Wunderheilers. Ja. Okay, gehen wir mal raus. Verschiedene Ziele. Okay. Wenn ihr die Person mit dem Laster, auf die es in Bilder so tot gesehen habt. Okay. I felt something. A gawk, but without lifting a finger. Just Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. Interessanter Apfel. That's not yours, don't touch. All these newcomers causing more problems. Hat die mir gerade vor die Füße gespuckt, die Schlampe? Weiß ich nicht. Lass uns erstmal hier ein bisschen gucken. Da sind auch noch Leute. Thaumaturge never failed. Jemand hat oder etwas hat die Gans erdrosselt. Man verdreht im Hals der Gans stark die rasende Wut der Person auf, die die ganze Gans getötet hat. Arme Gans. Dieser Schwall der Emotionen trägt im Kern keine Begierde nach Fleisch oder Federn, sondern nur den galligen Geschmack der Eifersucht und den inbrünstigen Wunsch, dass Bogdan all seine Besitzer verlieren möge. Over my dead body. I reject this verdict. Ist Anatoli? Well, I expected as Das much. Bogdan? And he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers. A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too? Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? Wir schreiben nicht eine tote Gans, die offensichtlich der Auslöser für den Streit ist. Wenn die Kräuter vor diesem Streit beilegen will, sollte sie sich beeilen. Die Streithähne stehen kurz davor, handgreiflich zu werden. Die Nachbarn stritten sich anscheinend wegen einer Gans, die als Racheakt für einen anderen Vorfall gedrosselt wurde. Ein Klassiker unter Nachbarschaftsstreits. Lol. Okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, sich jeweils hier auf die Seiten zu stellen oder ihn zu beruhigen. Wir haben Herz 1, wir können ihn beruhigen. Ich würde ihn beruhigen. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all, it's
I'm sorry, Bogdan. Come inside and tell me what you're doing here. Okay. Da war noch was anderes hier. Salz vor der Tür, vor ungebetenen Gästen und Unglücksschützen. Okay. Soll auch die Rutschgefahr minimieren, habe ich gehört. Kannst nichts davon aussagen. Okay. The villagers seem to have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Well then, I hope you'll still be alive when I get back. Irgendwas entgeht mir, sagt es. Irgendwas entgeht mir. Ja, dann gucken wir weiter nach Clues, würde ich sagen. Am I sensing? Werbung des Tellers. Versicherte Spur Wessner. Mich schon zittern vor Ärger und Frust. Der Streit brach plötzlich aus. Vorwürfe und Klagen flogen durch die Luft und erfüllten sie mit Galle, deren süßlich stechender Geruch führte zu Geschrei, Schuldzuweisungen und verletzten Worten. Die Aufregung dauerte an, bis alle Beteiligten außer Atem waren. Ein beschädigter Aktstiel. Die Spur darauf stimmt nicht mit der Spur von Wessner überein. Bittere Worte und deren Dornen haben den Stiel überwuchert. Es sind jedoch auch einige wenige warme Worte zu erkennen, so zart wie Rosenblüten. Das sind Worte der Liebe an eine Person, die sich nicht vor Dornen fürchtet. Eine Liebe, die mitunter schwierig ist, aber keine Gewalt kennt. Das leben Eheleute. Das ist ein Ehestreit gewesen. Ich könnte mehr herausfinden, wenn ich Zunge hätte. Okay. Ich nicht. Oh, hier? I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. I'm telling you, go away, or I'll call for help. Help! Help! Somebody help me! Oh. What are you doing here, you tramp? I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Wirklich? Um einen Kraftangriff gegen einen Feind auszuführen, musste ihm seinen kompletten Fokus rauben und ihn so in Status des Zusammenbruchs bringen. 32. Hm. Sechs Schaden rein. Ich 3 Schaden zurück.
Geplanter Schlag. Hm, 11 Schaden. Jetzt kann ich die Zusammenbruchsfähigkeit auf ihn aktivieren. Und kann ihn hier nochmal... Ja, why not? 12, uff. Und 23 Damage, locker flockig. 12 Damage, das tut weh. Mach nochmal 5 drauf. Genau. Ja, komm, jetzt ist mal richtig einen drauf. Bei Damage. Bam! Weg mit dem Jungen. Der verteilt noch schnelle Hits. Das geht voll klar. Schiebt. Nummer 3 Damage. Bam, Alter. Das Thaumaturge. You could say that, sure. Klar, hab ich der Teufel gesendet. Deswegen habe ich das gemacht. Ich habe jetzt einen größeren Erfahrungswert. Die Kiste ist mit Liebesschwüren versehen, mit Worten so süß wie ein Kuss. Die Namen Vesna und Luca sind ineinander verflochten und schmiegen sich sanft an die filigranen Schnitzereien im Holz, wo sie vor Feuchtigkeit, Regen und vor allem Übel der Welt schützen. Vertraute Spur, impulsive Person. Okay. Aber hier jetzt so. Es wurde schon lange nicht mehr verwendet und ist deshalb etwas schimmlig, trägt aber immer noch die Erinnerung an denjenigen in sich, der die Axt einst schwang. Ein Einzelgänger aus freien Stücken mit einem Gemüt so dornig wie ein Wacholderstrauch. Ja, gut. Genau, hier haben wir jetzt ein paar Leute verdroschen. Das ist doch... Oh, wir können immer direkt noch einen Punkt investieren, ja. Komm, noch ein bisschen auf Diversity direkt. Excuse me, I need to get... I'll be right back. Okay, ich kann Leute manipulieren, das muss ich als Schlussfolgerung ziehen. Das Tuch verstürmt den sauren Geruch der Erschöpfung, seine Knochen knacken, seine Muskeln brannten wie Feuer, während er versucht, die Räder aus dem weichen Boden zu befreien. Und keiner half ihm. Es ist sein Job. Es ist sein Schicksal. An der Schaufel kleben noch Schlamm und Eis. Der Kutscher muss die Räder der Kutsche aus dem weichen Untergrund befreien, der sie einst verschluckt hatte. Conclusion? Der Kutscher ist müde und erschöpft. Es ist harte Arbeit, die Kutsche alleine auszuladen, und er wünscht sich nichts sehnlicher als eine kleine Pause. Ich kann seine Leiden lindern. Das könnte man wohl tun. Aber ich habe eigentlich noch keinen Bock. Obwohl... Weiß ich nicht. Soll ich noch mit der alten Frau sprechen, jetzt wo ich die 2 anderen Hinweise gefunden hatte? Nee, komm, wir gehen jetzt einmal Rasputin besuchen. Was soll schon passieren? I'm not going anywhere. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all.
other hand, this place... Ja. Nix. Das ist Rasputin. Grab des Starosten Wassili. Starost Wassili ist gerade einmal vor einem Jahr gestorben und sein Grabstein wurde bereits beschädigt. Warum? Stein trifft auf Stein. Er ist schwer. Eine hasserfüllte Hand hält ihn fest umklammert. Die Hiebe sind voller Wut, Verzweiflung, Chaos. Der Grabstein bröckelt. Aber das ist noch nicht genug. Der Tod ist nicht genug. Den Grabstein zu schänden ist nicht genug. Nichts wird je genug sein. Intriguing. What? Ansonsten habe ich hier nur Rasputin stehen. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? I see him. My Uper. He's back. I can feel our bond growing stronger as each moment passes. I'm happy for you, but do restrain your joy. We're in the cemetery. I don't have enough words to thank you for what you've done for me. I haven't felt this way in years. I'm glad I could help. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasili's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasili's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafiets. Ich will nur sagen, dass es seit dem Tod des Starosten ein Fluch über dem Dorf liegt. Kleinere Streitigkeiten werden sofort zu blutigen Auseinandersetzungen. Die Menschen sind angespannt und verschlossen. Die Situation sieht nicht gut aus. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, and him burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Those ruins seem a profaned place now. A wicked spirit has taken over the blighted land. Don't encourage her. Once she gets going, it can't be stopped. This could also be the work of a Salita. What do you mean? What changed in the village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to arguing now, they're so hot-headed. Before you know it, they're at one another's throats. Ladies have no patience for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult waiting to happen. Then you've got to fight. Tragedies such as Vasili's death leave their mark on everyone. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a Salutor. That's what might be influencing the villages in Wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a book of hatch. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A book of hatch. Where did this elder live?
I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. Ein Mann der Kirche. Aber glaube, eine Frau hat auf dem Friedhof behauptet, dass das Dorf von einem Lich heimgesucht wird. Sein Name ist Bukawak. Dann alle Hinweise. Die Dorfbewohner. Ein friedliches, fröhliches Dorf? Nicht ganz. Die Dorfbewohner sind wütend. Die Grenze ihrer Belastbarkeit ist erreicht. Sie sind davon überzeugt, dass der Bukawak für all ihre Probleme verantwortlich ist. Sie versuchen, sich mit den überlieferten Methoden ihrer Ahnen gegen die dunklen Mächte zu verteidigen. Intriguing. Abgebranntes Gehöft. Ja, komm, erstmal ein abgebranntes Gehöft. Wir sind nicht lange noch im Ladebildschirm, um tatsächlich einen der Tipps zu lesen. Can you feel it? It's the smell of mystery. I felt something with so much suffering. Okay. Schon wieder ein Punkt frei. So, haben wir es nochmal komplett ausgeglichen, würde ich sagen. True fear. Angst bildet eine steinharte Kruste um die Puppe, besteht aus fliegenden Lagen, ähnlich den Lackschichten auf einem alten Ölgemälde. Über der Angst eines Kindes liegt die Furcht eines Mädchens, darüber das Grauen einer jungen Frau. Die Gefühle formen eine Wolke aus Terpentin, die einem die Kehle zuschnürt und Tränen in Augen treibt. Intriguing. What now? What? Die formen sich zu Worten mit scharfen Kanten, die wie hineingemeißelt wirken. Sie wurden bei dem Versuch herausgebrüllt, die Tür aufzubrechen, dann als ein kurzer Triumphschrei, als die Scharniere endlich nachgaben. Anschließend wurden sie in die Leere hineingebrüllt, aus der jedoch keine Antwort ertönt. Angst hat sich tief in das Holz des Türraums hineingefressen, Angst vor den Flammen, Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren. A horrible death. Ein getrockneter Blutfleck. Die Holzdielen des verbrannten Hauses haben das Blut gierig aufgesogen. Am Blut haftet Schmerz. Es floss schnell. Die von der Schere verursachte Wunde war nicht tief, aber tödlich. Die Lebenskraft entwich aus dem Körper. Das Herz stolperte und verkrampfte, und der Verstand erkannte das bevorstehende Ende. Einen kurzen Augenblick war alles still. Dann flackerten die Flammen auf, und der Schmerz kehrte zurück. Seriously. This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. The murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer.
I know who owns this doll. Maybe I should give them back to her. She ought to know more about what happened here. Das ist eine Spur. Diese spürt durch die Stoffpuppe und dem Apfel klebt, den die Frau fallen gelassen hat. Wir stehen 1:1 zusammen. Vesna riecht nach Angst. Ihre Nerven sind gespannt wie Drahtsal. Ihr Herz zittert, ihre Finger sind steif und ihre Gedanken schweifen ziellos im dunklen Wald der Furcht umher. Wenn ich ihr Haus finde, kann ich vielleicht den Grund für ihre Nervosität herausfinden. Victor! I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Oh. Why Take contract. Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? I can do exactly the same to all of you. He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. Naja, wir haben jetzt OP. Will ich irgendwas upgraden? Glücksspiel, viel Chance haben. Mit dem Fokus um einen weiteren Punkt in der Verwaltungssteuer rein. Aber ansonsten ich habe da keine Punkte drin. Na komm, steigern, geh mal in den Kampf rein. Ich weiß nicht, ob das so klug was ich hier angestellt habe. Das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Das war viel Schaden. Die haben euch ja richtig eine mitgegeben. So, dem geben wir eine schnelle mit. Ich mal schließ. So, der kriegt jetzt nochmal eine geplante rein. Bei dem versuche ich mich zu regenerieren. 24, Alter. Die Menge. Wow. Weg mit dem Jungen. Zack. Gibt auch noch was auf die Nase. Erstmal hole ich mir meinen Live-Böcker. Tschüssikowski. You're right, sir. Me? Yes, but can these salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Das Spiel nicht ganz gut.
So. Ab ins Dorf. Reisen. Vermutlich dazu, diese Sätze zu lesen. Das ist ein bisschen frustig. Jetzt gehen wir die Kälte besuchen. What do we have? Hier ist bestimmt mehr zu erzählen. And that tragedy at the Elder's farm, did it affect people badly? Some less, others more. He was like an icon to some folk here. But I found out he could be heavy-handed. He was a drinker and a beater. So, some folk here don't miss him one bit. Have you got many more nosy questions? A lot of people benefit from your wisdom. They're superstitious and timid, as far as I've been able to figure out. Easy to control, right? Pot calling kettle. That, my boy, that you can ask that charlatan with fancy dress and beard. Who takes advantage of who here? Bah! The people here are believers. Is this spirit you're talking about, not a person? I heard it howling. That's not... We here call it a Bukavach. But other places probably call it other things. An evil spirit's an evil spirit. It torments people and turns their weaknesses against them. And what if I told you I could get rid of it? I'd say I'll believe it when I see it. And I'd ask, how else can I help you? Well then, I hope you'll still... Thaumaturge. Okay. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasily's burned-out farmstead. Lucas says Haley loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. He'd better not be here when he gets back. He's not as talkative and polite as I am. Das über Luca offensichtlich ist nicht das erste Mal, dass Vesna jemand mit ihrem Mann droht. Luca hat wohl nicht den besten Ruf im Dorf. Conclusion. Luca, die Dorfbewohner halten Luca für einen Griesgram und Eigenbrötler. Er scheint jedoch auch ein Herz zu haben. Luca war in der Nacht in Vasilis Haus, als dieser ermordet wurde und das Haus abbrannte. I know you're scared, but please, just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? Please, don't be afraid. I just need to know where I can find your husband. He's chopping wood in the clearing by the forest. Mal ich eine neue Power wählen hier. So wollte ich tatsächlich jetzt zur Kutsche müssen, ne? Sagt's ab, dass ich mit der Alten noch nicht alles klären kann. Again. This time it's a matter of life and death.
How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavach. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that Salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. Bogosian. Okay. Ja, das ist auch ein Nachname. Macht denn hier irgendwas? Der Bösewicht ist um. I'm not here to fight. Luca! You shouldn't have threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Salutor here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Salutor is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. What? Tear off his head before he opens his mouth again. Unless you're the one that killed him. And I'd do it again if I could. Okay. Get out of here. Die alte ist ja komplett durch. Ich gebe ab. Here you are, Bukavach. Vesna's flaw is mine, and yours. Story-Modus, Herausforderung-Modus, Kämpfe sind anspruchsvoll, du musst deine Aktion sorgfältig planen, um zu gewinnen. Die Kämpfe sind einfach, dieser Modus richtet sich an diejenigen, die sich auf die Geschichte konzentrieren wollen. Na, mal ausgeglichen. Gegen wilde Salutoren kämpfen. Um einen wilden Salutor zu besiegen, musst du die Schatten loswerden, die ihn beschützen. Dadurch schwächst du den Salutor, aber je schwächer er ist, desto erbitterter schlägt er zurück. Am Balken siehst du den wilden Salutor. Okay. Kann ich Upgrades machen? Grausamkeit. Was macht Grausamkeit genau? Schaden durch den nächsten Angriff. Oh. Geplante Aktion unterbrechen. Was haben wir denn hier? Doppelter Schaden. Ja, lassen wir es so. Bin gespannt. Let's go. Machen wir erst mal ein bisschen Damage auf den Jungen. Ein langsamer Sprung. Oh, das hat seine... Aha. Wir haben eine Attacke abgekriegt. Hat sich im Status gepeinigt, dass es dann positive, negative, manchmal sogar tödliche Auswirkungen haben. Das war völlig durch, um eine böse Überraschung zu überleben. Schade, man jede Runde 4. Effekt addiert sich 4-mal.
6 Damage rein. Da holen wir uns mal unseren Teil wieder zurück. Werde ich ein bisschen verkloppt. So. Du machst jetzt mehr Damage, das heißt, ich mache da mal einen geplanten Angriff rein. Und da holen wir uns den wieder zurück. Krieg ein bisschen was ab, ja. Der holt sich den wieder rein. So ein Scheiß. 27. Ist die Life zurück. Schön. Wie die. Bam. Klar. Drückt ja mal wieder diesen Scheiß rein. Den. Ja, aber ich das live. Schön. Das war gut. Danke dafür. Oh. Was jetzt? Going crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Sweet. Du hast Bukawash besiegt, den Salutor der Dimension Hand. Aber alleine kannst du ihn nicht zähmen. Rasputin kommt dir zu Hilfe. Der ungezähmte Salutor gehorcht deinem Befehl nicht, verhindert, dass du dich weiterentwickelst und schwächt deine Tiefensicht. Glücklicherweise hat Rasputin seine Wut besänftigt. Du hast das Unmögliche erreicht. Sweet. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you, why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine, I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Den Kontext aber, um eine Antwort zu geben. Besorgen, dass Luca keine vorstellende Entscheidung trifft. Nothing has to be decided at the moment. Certainly not things that can't be undone. Well, exactly. Beat it, you scoundrels. There's enough blood in this village already. Sharing a village with murderers? You were the first to spill blood! It's not the same. If that's the case, you're banished from the village. Get out of here! We'll burn away the impurity you left in our village. Was sie lebt beide meinen.
Okay. Schicke ein Telegramm an die Bahnhof. Okay. Aber ich habe hier noch einen Punkt frei. Jetzt haben wir ihn hier. Okay. Perfekte Effizienz. Jeder Angriff gegen den Feind fügt maximalen Schaden zu. Peinigt. Okay. Also das Ding, das dann doppelten Schaden zufügt. Steigert den Schaden des nächsten Angriffs um 50%. Das ist schon, die Kombo ist schon heftig. Ich hitte ihn kurz und wenn ich ihn damit der anderen hitte, macht es 50% mehr Schaden. Ich habe eine 60%ige Chance, doppelten Schaden zu machen. Das ist, denke ich, strong. Dann haben wir Schaden über Zeit. Aber wenn er dann jeden... Oh. Das ist quasi ein zweiter, oder was? Nee. Mach mal so. Okay. Sweet. Weiß noch? Wer bist du? Excuse me, sir. Do you happen to know when the train arrives? The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. I got a tougher question for you. Pardon? Will this train get me close to Albuquerque? I'm afraid that's an ocean away, and even to the ocean you've got a ways to go. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. The things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. Albuquerque. Weiß ich nicht. Okay. War da unbedingt hin will. Hier gibt's nichts, okay. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father. Den hat zerlegt, wie es scheint, hä? Den Penner. Do you still want to send something? Nachricht. Okay, schön. Was wird die Did you Schätzungsweise? come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? Just a moment ago, I was thinking about Vienna.
or Budapest and going on from there to Paris, but now I've got to get to Warsaw first. What about you? Thanks to you, I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? I haven't. I have. The skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Na, wenn der Typ mich in der Realität halten kann. Bin ja schon mal abgedriftet, wie es ausschaut. Okay, das scheint das Tutorial gewesen zu sein. Wenn jetzt nochmal hier der Titel auftaucht. Okay, macht ja auch bis zu einem gewissen Grad Sinn irgendwie. Uff. Schau. Warszawa! Warsaw! Warsaw! Fast stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? I hate this city. It always makes me think of the stench of vodka, sweat, and urine. Corruption, poverty, and trust me, no justice but street justice. I'm sure something must have changed since you left. But probably not for the better. What about the people? Those close to you? You'll never miss them? I definitely didn't expect I'd be coming to my father's funeral so early. I've noticed you two had certain differences in your views on life. Yes, especially on my life. But admittedly, that's not a very exciting discovery. Is that all you've learned about me on our journey? You drool in your sleep. Anything in there about Warsaw? Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were killed. Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade. The socialists in Warsaw must look pretty sharp then.
Further along, we've got murders, muggings, and politics. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people riding with us. Can't you? Even without my powers, I can tell that hope is bringing people here from all three petitions. Miners, steelworkers, governesses, maids, speculators, thieves. I've forgotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope can have many faces. Will you share that knowledge with me? There's a terrified woman riding with us. She's either running away or in hiding. I think that gentleman is smuggling something, because excitement is all mixed up with guilt inside him. And this dandy, he's going whoring. If there's something I've learned in life, Victor, it's never to neglect the whores. Niemals die Huren vernachlässigen. Welcome to Ja, das ist Rasputin für dich jetzt. Rasputin. I'll let you know when I come up with something. Okay, Zwischensequenzen sind etwas fordernd, wenn man nebenbei streamt. Okay, wir haben etwas gespürt. Interessant. Rasputin gönnt sich erstmal, okay. When people unite, empires fall. Okay, da geht's nicht weiter. Dann nur in die Richtung. Warum, ne? Okay, dann gehen wir halt raus hier aus dem Bahnhof. Mal. Blitzangriffe 8 bis 9. Okay. Können die wohl nicht stapeln. Okay. Was ist jetzt los, oder?
Das dumpfe Gefühl speichern. Dass hier gerade irgendwie nichts läuft. Was ist denn los? Really? Dieses Spiel jetzt mal neu starten muss, weil einfach nichts mehr zu sehen ist. Was ist denn das für ein Grafikpack, bitte? Ja, wir starten das Spiel mal neu. Okay. Da sind wir wieder. Schön. Das hat was gebracht. Es gibt Erfahrungspunkte, ja. Toll. Da ist der Ausgang. Vielleicht ist hier noch irgendwo eine andere Erfahrungspunkte zu holen. Ich schätze die Zeitungen hier einfach als nicht so mega interessant ein. Los geht's nach Warschau. Die Stadt, die nicht vergisst. Akt 1. Bin gespannt. Why such a crowd? A circus has come to town. These are troubled times. Brothers turn against brothers. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw, Georgi Antonovich Skowon. A butcher. Warsaw! The time for leniency and indulgence is over. From the moment this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Russia will have any further right to exist. None! Whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. He sure knows how to unite a crowd. Pardon me. Are you Polish?
Ja. Yes, I feel Polish. My name's Victor. Wanda. This is Russia here. Like it or not. Warszawa. Время террора закончилось. Иди нахуй! My first decision as Governor General of Warsaw. Arrestować. Ergreift ihn. Great heroes in their sense of timing. Of course, now they're the first ones in the fight. Samoobladanie, Poliaki. We want that rebel. The Loudmouth. Damn. What happened? Be a gentleman. Please kneel and tie my shoe. That seems more like a job for the servants, young lady. Go ahead. Look down. Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. Lasst mich allein. Can you get us out of here? I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. Who are you, really? A damsel in distress. Those Damsel in don't distress. hide ammunition in their stockings. Can I explain it to you another time? For instance, I could disclose to a soldier that you came here with ammunition under your skirt. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw, or a common magician who just 100 years ago would have been burned at the stake. Well, since you asked so nicely, I'm going to take a look around. Bitte eine Dame in Not. Wann wie ich im Polizeikessel getroffen auf. Braucht meine Hilfe, um unbemerkt fliehen zu können. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski? Gute Frage, nächste Frage. Wenn man Blut vergießen will, Hilfe im Kampf anbieten. I know. Well, if you don't want to fight, then hide when they... Kugeln, die kleinen Kugeln sind mit starken Emotionen beladen. Der Hoffnung, dass sie der Sache dienlich sein würden. Darüber hinaus mit der Angst, die in diesen schwierigen Zeiten selbst in den kühnsten Herzen zu finden ist. Und nicht zuletzt mit der Entschlossenheit, der treuen Gefährtin der Tapferkeit, ohne die es unmöglich wäre, sich der Realität zu stellen. Jede einzelne Kugel wurde mit Sorgfalt und Präzision in den Falten der Unterwäsche versteckt. Genau wie beim letzten Mal und beim Mal davor. Der Vorgang ist nichts Neues für diese Person, die das Risiko auf sich nahmen. Okay.
Ui. Die auf den ersten Blick völlig unscheinbare Polizeisperre trägt die Erinnerung an eine Hand in sich, deren fester Griff Entschlossenheit widerspiegelt. Die Sperre wurde vom Wachmeister der Gendarmerie aufgestellt, der sich nichts sehnlicher wünscht, als in sein trautes Heim zurückzukehren. Alles, was er braucht, ist ein Sündenbock. Unteroffizier, Wachmeister. Ja. Überzeuge ich ihn, den ganzen Scheiß fallen zu lassen? Oder überrede ich ihn, mich hier in Frieden zu lassen? Ich überrede ihn einfach mal. Pardon me, gentlemen. The crowd has received the order. For now, zero response. We'll give them a moment. To arrest them all, book them, interrogate them. Gospodi will be home in November. Die Gendarmen achten mit wachsamen Augen darauf, dass die Menge sich ruhig verhält. Sie würden ohne zu zögern all jene festnehmen, die ihre Aufmerksamkeit erregen. Schlussfolgerung. Der Wachmeister möchte nur noch so schnell wie möglich nach Hause. Eine Großwarnung bedeutet viel Arbeit, die er lieber vermeiden würde. Bei einem kleinen Anstoß würde er sich damit begnügen, die Anführer festzunehmen und den Rest gehen zu lassen. Der Arbeiterführer wäre der passende Sündenbock. Gentlemen, please forgive me. Maybe there's a faster way to get this situation resolved. Back off, Polyak, or we'll start shooting. Paniatno, scrum. Dawaj. Dabei, dabei. Ich kann meinen Nachnamen erwähnen, aber ich glaube... Достаточно. Should we go in and capture the worker who's mouthing off and let the rest go? Da, Sergeant. We can use anyone as an example. Шагом марш! Goodbye. You're welcome. I wanted to thank you at our next meeting. We could use someone like you. We? Meaning the people you were carrying ammunition for and who got you Dutch pomade for your hair. You haven't just got pretty eyes, you know how to use them. Maybe you'll find time one day for some jam donuts at Burke Rotblitz's? Doch vielversprechend. Die Frau, die durch den Polizeikessel traf, schmuggelte Pistolenkugeln in den Falten ihrer Unterwäsche und dies offensichtlich nicht zum ersten Mal. Unglücklicherweise riss ihr diesmal das Strumpfband, wodurch die Kugeln zu Boden fielen. Wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege noch einmal bei Burke Rotblitz. Dann können wir gemeinsam einen Pfannkuchen essen. Wobei sie vorhin von einem Berliner sprach oder einem Krapfen. Mal wieder nicht viel gegen, ne? Alles abgesperrt. Kannst du jetzt bauen? Oh, ist in diese Richtung? Dann gehen wir in die entgegengesetzte Richtung. Kann auch in diese Richtung. Ah. Darum, dass ich eine Kutsche erreiche. Ist hier nichts zu sehen, großartig.
das denn hier? Ach, das ist selber. Naja. Warum fühlt sich das hier an wie Deus Ex Human Revolution? Hier geht's nicht weiter für mich. Sean, bin Unbeliever. Sean. Sean. Ja. Ganz bitte. Wo was gibt es doch? Reisen, bitte. Juckt es im Ohr, es ist ja nicht zu fassen. Jetzt aber hier. Ein paar Schüler. Auch nochmal was zum Lesen. Ich werde jetzt nicht jedes Blatt Papier vorlesen. Ehrlich. Komme ich nicht drum rum. Es ist auch schon genug Text, der hier teilweise zu lesen ist. Irgendwas? Da muss es sein. Mit dem muss ich gleich reden. Wer hat denn für mich nicht so gern das Schnipsen? Oh, hier. Adrenalin, selbstgewirkt, steigert hinzugefügt. Ja, ich will erstmal hier die Dauerkrempel hier holen. Dimension Zunge, Dimension Hirn. Ich habe das Gefühl, dass Hirn vermutlich der nächste wird. Chance. Naja, wird schon. Okay. Ich könnte die Straßenbahn nehmen. Das wäre vermutlich abgesehen von der Kutsche die andere Möglichkeit gewesen. Schauen wir mal. Ja. Wir waren nicht auf den Sack. Excuse me, may I? I need to get to a funeral. He's a tempermancer. Don't let him through. I'm asking you kindly, get out of my way before things get nasty. Get that heretic with fire and sword. Das wird unangenehm für euch. Das habe ich ja eben angepasst. Das mal das Maul. Dich oder ein Salut auswählen. Du kannst deine Fähigkeiten und deinen Salut in einer Vorschau sehen. Okay. Achso, ich kann den Bumper drücken. Gucken wir das hier. Da ist mein rein. 5.
Gehen wir ihm sein Dingens ab. Nicht vom Statuszusammenbruch befallen. Ja. Plante Angriff. Indirekte. Aber er jetzt einen neuen Spell drauf gehabt irgendwie. Da muss ich die irgendwie hinzufügen, weil eigentlich dachte ich, er hätte den Spell jetzt. Na gut. Bam. 12 nur? Das andere als Angriff, ja. Ja, 14 Damage. Was ist denn mit ihm los? Nochmal? Ja, das muss. Der muss weg. Und der muss. Schieb. Drauf. Und damit haben wir ihn ausgenockt. Nee. Lass dich nicht 50% mehr Damage machen. Und damit bin ich hin. Was ist denn hier los, ey? Okay, die beiden machen einen Haufen Schaden. Intriguing. Ah, geil. Das ist der letzte Autosave. Grausam. Ja. Pardon me, gentlemen. The crowd. Gentlemen, back off. The My old... So, machen dasselbe wie eben. Schlussfolgerung. Es gab einiges zu sehen und zu lesen. Das muss ich jetzt alles nochmal einsacken. Damit wir ja nochmal Level abkriegen, das wäre nochmal wichtig. Ja, das ist Kram, mit der kann ich hinfahren. Guck mal, hier waren wir letztes Mal gar nicht. Irgendwas zu sehen? Hier gibt es auch eine Kutsche. Wenn es hier nichts zu holen gibt, dummerweise.
Na gut. Ich meine, ich habe nicht alles gefunden, was ich finden wollte, aber was soll's. Perfekt. So. Jetzt verraten wir mal. So, wirkt so schon. Dann Reaktion. Okay. Ich werde da irgendwas missverstanden haben irgendwie. So. Excuse me, may I? He's. I'm out. Get that hair. Okay. Okay. Zum Starten. Was? Einzelne Fähigkeiten und die nationale Vorschau sehen und einen Angriff zu planen. Du kannst jederzeit einen anderen Salutor beschwören. Ein grüner Rahmen um das Bild des Salutors bedeutet, dass der gegen das... Okay. 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 Dann geben wir dem jetzt erstmal Schaden über Zeit mit. Du holst mir das Live zurück. Machen halt ein Damage, ne? Boah. So, der stirbt eh. Also ich kann mich auf den da fokussieren. Den kriegen wir rein. Der ist an Zeitschaden gestorben. 18 Reaktion direkt noch hinterher. So, mit Damage. Live. Und dann knocken wir da aus. Oh, perfekt. Feinde können Attribute haben, die sie für deine Angriffe immun machen. Jedes Attribut gehört zu einer bestimmten Dimension und du kannst sie entkräften. Und das Attribut ist frei. Also greife mit einem Salute an,
der zur selben Dimension gehört wie das Attribut. Wenn du nicht über die nötigen Dimensionskräfte verfügst, kannst du dem Feind seinen gesamten Fokus rauben und einen Kraftangriff starten. Mhm. Dann gönnen wir ihm die und gönnen ihm die. Oh, shit. Hm. 15 Damage, ne? Komm schon, hier. Sie kurz 2 Life wieder, das ist ja dumm. Dann bin ich gleich tot. Das war fucking knapp. That was so enchanting. Spectacular. You with a scowl and a puffed out chest, and them dropping like flies in the blink of an eye? Collapsing on their own, becoming delirious? Extraordinary. Konstancja Schabowska, the Warsaw Courier. Would you care to give me an interview? Thank you, but I'm already late. Wir lesen uns einmal mal ein Level Up an. Hier liegt Jan Chimilik Milisch, unser lieber Freund, 1891, fand das ein Ende. Was er hier? Ich weiß nicht, ob ich den Wortspiel verstanden habe. Ich vermute aber, da war eins. Ist da oben irgendwas zu sehen? Ne, schade. Da oben ist was zu lesen. Ah, da oben war auch nicht hin, glaube ich. Ah. Bevor ich zu dem gehe und die Main Quest weitermache, würde ich gerne gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Secrets vom Papa. Graf Friedrich Karl Nesserode. 1786, 1868. Der hat ganz schön lange gemacht, wa? Seine Tochter Marie Mukanov rot bei ihm. Jetzt nicht ganz so lang gemacht, ihr Vater. Okay. Alle Erfahrungen, die ich kriegen konnte, habe ich hier abgestaubt. Dann gehen wir weiter. Who are you? Sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordecai Hayat. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulsky took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart? We've ruled out any coronary causes since the doctors couldn't confirm whether the deceased had a heart. Yes, I understand.
My condolences, once again. I'll leave you alone. Ah, I'm sure Folge. you want to bid farewell to your father. Let's go. I knew you'd turn up. I wouldn't miss this for the world. Stasha loved you in his own way. You look well. Ligia said he found some quack healer. Yes, thank you. You don't recognize me, do you? But do you remember who taught you how to shoot starlings? Uncle Voronian, I'm sorry. Don't worry, I probably wouldn't recognize myself anymore. Go look in on your sister, she's worried. We'll talk at home. Sister? Victor, Oh, Victor. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but for now I don't have time to think things through calmly. Have you written to Mother? Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Fine, let's get this over with. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absolved, died after suffering all too briefly. That's better, and definitely closer to the truth. Alter. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 salutors. I'm sorry there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother, because she wanted something for herself in life. Ligia, because she wasn't born a boy. Me, because I was born a Thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... Farewell, Father. Am I intruding? I was reflecting at the grave of my beloved father. You tricked me. I heard something else. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Victor Szulski, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. With all due respect, this is my personal business. It was my father who knew you, not me. True. Please forgive me. I meant no harm. Again, my condolences. I didn't catch your name.
My name's Kanichkin. Ivan Kanichkin. Goodbye. Such interesting friends you had. I guess I'm more tired than I thought. Grandpa Nikodem, a Thaumaturge. I barely remember him. Conclusion. Ich war überrascht, wie viele Menschen sich von meinem Vater verabschieden wollten. Er hatte wohl Freunde, denen sein Tod sehr nahe geht, als auch Feinde, die über sein Ableben überaus erfreut waren. Anscheinend schürt Vater extreme Emotionen in allen Menschen, denen im Laufe seines Lebens begegnet. Interesting. Der Kranz wurde achtlos hingeworfen, wohingegen viel Zeit und Mühe in die Nachricht gesteckt wurde. Der Verfasser schrieb mehrere Versionen, die ihm allesamt nicht vulgär genug waren. Schlussendlich entschied er sich für die simple, aber eloquente Formulierung Schmor in der Hölle, Schulzki. Okay. Interesting. Wir haben hier eine Einzelperson liegen. Aber okay. Die geht mich offenbar nichts an. We can go. The hardest thing was getting the lid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Eros postmortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstantia Shabowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Hyena. Thank you. And you, sir? I suggest you leave. Otherwise, I'll overlook your womanhood and make sure you can never pronounce a single syllable correctly again. You'd permit that to happen, Judge? Maybe I should write about this. And who would let you print it? Someday the press will get the Russian boot off its neck, Judge. I'm afraid none of us will live to see the day, my dear. Come on, children. I'm sure my Petya is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Komm. Nach rechts. Move.
Ich bin gespannt, vielleicht finde ich hier noch irgendwas. Gut, brauche ich nur noch ein Dokument für ein Level Up. Bin ich denn hier? Ja, war da nicht nur was. Gut. So. Das bei. Dann sparen wir uns das Ding halt erstmal. Mit beim Regen. Das muss auch furchtbar anstrengend sein. Miss, your guests have arrived. The lawyer's upstairs too, waiting. A trifle jittery. Wonder if the tea I made him was too strong. Thank you, Grażyna dear. Let the guests wait. First, I want to take care of the will. I'll just wet my whistle and join you all upstairs. Make sure Uncle makes it upstairs sober. And I'll suggest you don't dawdle either. Master Victor, good God! Half your face covered, but I could tell right away it was you. You look just like your father in his youth. Completely his spitting image. Should I make you some cocoa, Master? It would warm you up a little. Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Okay, ich könnte nach oben gehen, aber ich werde das hier unten schauen. Wüste von Morana. Der ganze Gesichtsausdruck ähnelt dem eines Menschen. Doch der kaltseitige Blick offenbart nicht den Hauch an Emotion. Die Königin des Winters beobachtet dich, dass es einem kalt den Rücken herunterläuft. Das erinnert mich an einen Satz. Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich. So ein Schwachsinn. Na gut. Das Porträt zeigt Vater in seinen letzten Lebensjahren. Der ganze Gesichtsausdruck, die stolze Haltung und das Moral in seiner Hand kombiniert mit dem dunklen Hintergrund und den Fehlen von Verzierungen, all das spiegelt die Strenge und den Pragmatismus wider, die ihn immer auszeichneten. Der gute alte Stanislav allerdings ist um seine Seele und schwarz-roter Schimmer zu erkennen. Offenbar sind Künstler besonders empfindlich dafür, Dinge zu sehen, die dem menschlichen Auge normalerweise entgehen. Diese hier sollte für das Erfassen der thaumaturgischen Aura doppelt entlohnt werden. Spät. Okay. Wie komme ich in den anderen Raum? Dieter hier. Okay. Lesen. Oh, I'm glad you're here. I thought I'd have to drink alone. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stashio's. It was special. Amber liqueur with quinces.
I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. Good lad. A nephew like you is a treasure. Wieder ein Schatz, weil ich in den Keller gehe. Ach, komm schon. Das war noch eine Mission für mich. Hier I don't want to put my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today, but you look familiar. Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts. Voronins must not be very memorable, cousin. Pietya! Forgive me, and for shooting you as well. How are you doing? Just some heart problems, not a subject for today. I'm sorry about We'll have to meet up again. Goodbye. Der Wein versprüht Aroma von Pfirsichapfel und einer gewissen Zuversicht, die sich zwischen zwei Personen eine romantische Beziehung anbahnt. Es ist ein Getränk der Oberschicht, ein Geschenk von einer Frau an einen Mann. Likör mit Bernstein. Die Flasche verströmt einen lieblichen Quittengeruch und den süßen Duft aufrichtiger Vorfreude auf eine bevorstehende Zusammenkunft. Dieser Likör bringt Menschen zusammen und mildert mit seiner Süße den bitteren Geschmack des Alltags. Er war Bestandteil eines Rituals, das zwei alte Freunde in vollen Zügen genossen. Sonst gibt's nichts zu sehen, oder? Alright, let's go. How did it go? Mission accomplished? Etwas entgeht mir noch. You'll have to wait a moment. Irgendwas entgeht mir noch. Irgendwas entgeht mir noch. Ich mit ihm anders noch reden? Irgendwas scheint mir noch verborgen zu bleiben. How did it go? I think this is the one Uncle wanted. Yes. This is our little funeral battle. We would meet in Stasha's study after every funeral we went to, and raise a toast to the dead. And recently, we've been seeing one another more and more at such events. More and more. But this time, even he has left me. So, to an easy death, as Stasha and I used to say. How did he die? Hasn't Lygia told you? I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer, but such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Am I drinking alone? May the ground be soft, Father. I'm not betting there's an afterlife. Well, obligation fulfilled. Shall we get to the reading of the will?
At the funeral, there was this sad Jewish fellow, Mordechai Hayat. Do you know him, Uncle? He worked for Stanisław, but that was a long time ago. I don't know him more than that. So, shall we collect our inheritance? Yes, let's find out what my father hasn't left me. Let's begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Mr. Szulski's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaclav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen. Das hat keinen Style. Therefore, my first irrevocable wish is to appoint as executrix of this will my daughter Ligia Szulska. Immediately after my death, an inventory shall be conducted in full accordance with the law. After completing the inventory, all my personal movables will be sold at public auction. And let the funds raised thereby be donated on the anniversary of my death to the beggars near that cemetery. The administration of the remainder of my fortune I leave, without restriction, to the person of my daughter Ligia. I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that the business should be conducted with modesty, prudence, and honesty, as I have conducted it my whole life. A joker to the very end. To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following. My collection of muskets and 2 revolvers, dating to the uprising in memory of our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. Now, Mr. Fedorov, what did my father leave my mother? Victor, be serious. Nothing. There is a special item reflecting the absolute lack of any bequest to my former spouse, Nadia Fyodorovna Voronina. I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Szulski, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Szulski used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? Did father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. A building? It collapsed on top of him? How? How did this happen? It was a day like any other. Papa had gone for his habitual walk,
Every Tuesday and Thursday, he'd take a stroll to get some space, as he put it. When he didn't come back for a long time, I got the bad feeling something had happened. Then... We rode there together. An entire wall of a tenement had collapsed. There were 3 victims, including Stasio, who had the bad luck to simply be walking by. To see him there in that condition, it's beyond description. The grimoire. Could someone have taken it? Perhaps, in all that confusion. But why would anyone want Papa's grimoire? An ordinary person won't use it. Would the Thaumaturge just happen to be passing by? Father had all his knowledge in there, but I don't know if it would be useful to someone other than him. I don't even know why he left it to me. I'm sure Stasio had a reason. Where did it happen? Where was this building? The southern part of Śródmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. So that's where it is. I've seen this place. I'd rather not imagine what condition you found Father in there. Of all the possibilities, this was the death. I foresaw a slightly more pleasant end for him, myself. I doubt even he deserved such a horrible death. Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of a sort of person to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined Energitas, and kicked out his son. But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Aboritse, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? And Mordechai Chayat. Could that be a lead? I don't think so. He worked with Father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at our... Do you know... Sadly, no. Father evidently knew a certain Ivan Konieczkin. Have you heard anything about him? Konieczkin? No, doesn't ring a bell. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean everyone... That's true. And where are Father's... You're... And the store? I've started stock taking. As you wish. I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or Uncle, or Detective could. This is a good lead, but is it the only one? Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. I'll see you out. Goodbye, Uncle. And, Ligia. I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. How do you find our old stomping ground? Yes, I'm not too fond of this place either. This is where I had my last conversation with my father, just before I left.
if you can call it a conversation. Can you see my dreams? Nightmares, actually. Ever since I decided to come back, I keep reliving the same memory. The loan shark incident. I've been seeing his death more and more lately. I wonder if the shop is still there. Perhaps we should go there and check. Vater guckte sich immer wieder über diese vergilbten Seiten, er las immer wieder dieselben Worte und versuchte, deren Sinn zu entschlüsseln. Er wiederholte Passagen über Hingabe und Aufopferung wie ein Mantra. Wenn er mit einer Hand ein Buch zuschlug, griff er mit der anderen bereits nach dem nächsten. Was hat das alles nur zu bedeuten? Ein Lederkoffer, der offensichtlich schon viele Reisen hinter sich hat. Am Koffer kleben noch einige Körner Wüstensand von Vaters Reise nach Afrika. Sobald er den Koffer wieder nach Hause abstellte, begann er bereits seine nächsten Reisen in unerforschten Winkel der Welt zu planen. Immer auf der Suche nach dem, was hinter dem Schleier der Realität verborgen liegt. Die Zeremonie der Maske, das dämonische Antlitz, ist von Hoffnung umhüllt, die in sie gesetzt wurde, um von Genugtuung. Kurz darauf folgte, Vater hatte wohl Pläne für Surade, die er auch tatsächlich umsetzen konnte. Ja, das ist keine Hinweise, das ist ja alles nur Bonus. Fortfahren. Was ist das für anbehalten, Mann? Ja. Die Memoire der alten Okkultisten sind durchtränkt von der Wissbegierde meines Vaters. Die abgegriffenen Seiten wurden oft gelesen, ihre Ränder sind voller Notizen. Vaters Herz schlug vor Aufregung schneller, während er in die Geheimnisse der Dämonologie eintauchte und so seinen Horizont erweiterte. Schlussfolgerung ziehen. Vaters Gedanken drehten sich in letzter Zeit fast ausschließlich darum, sich neues Wissen anzueignen. Er war beinahe wie besessen davon. Er war von Natur aus neugierig, daran erinnere ich mich noch gut. Aber diese Sache ging weit darüber hinaus. Er suchte nach etwas. Er war auf der Jagd nach Salutoren, wollte sämtliche Geheimnisse der Thaumaturgie entschlüsseln. Ich weiß nur nicht, wohin ihn diese Suche geführt hat. Perfekt. Zack, zack. Stärker den erlittenen Schaden. 50%. So.
Über den zugefügten Schaden um 50%. Über den erlittenen Schaden. Gut. Hello? I talk here? Do you hear me now? Victor? Victor, are you there? Grigori? Yes. Victor, where are you? On the other end of the line, at home, where the telephone rang. Incredible. Telefon noch eine neue Erfindung zu der Zeit, ja. Has something happened? To me? No. I am telecommunicating with you to say I found lodgings here in Warsaw. If you need me, I'm by the cemetery. What number is it? Yes. 7 Powaskowska Street. Number 7 by cemetery. Powaskowska. I'm glad. It's good to hear your voice. It's good to hear you as well. Goodbye. I want to end now. What do I... like this? Wonderful device. Remarkable. Hello? Oh, and now? Wäre der Typ in Real Life nicht so ein abgefuckter Typ gewesen? Have you found anything yet about the grimoire? Is there any way I can help? In Father's study, I found a trace of a woman that I couldn't identify. Probably Svetlana Rumyantseva. Who is she? And what does Father have to do with her? Svetlana is a Russian aristocrat who travels with the Romanovs' court. I can only tell you she was a customer of Father's. A customer? If you don't want to say, then don't. Where can I find her? When she's in town, she stays at the Imperial Hotel. She might know something that will help me find the grimoire. Not so fast. To get in, you're going to need me and my connections. Svetlana is famous for her soirees where she hosts the crème de la crème of Warsaw. We could go together. How about you track down some evening clothes and I'll sort out the invitation? And I won't take no for an answer. Sadly, you never give me a chance. Unfortunately, everything in my wardrobe is antediluvian. I need a tailor. There's a shop at 11 Pruzhna Street that's fairly decent and quick. We also have barbers in Warsaw in case you want to do something about whatever you have growing on your head and face. Bin gedisst worden. Ach, die gerade nicht wirklich. Na gut. Hier. Ah, okay. Aber wollte ich nicht noch die... Cool. Das hier? Aber hier? Die Entwürfe strahlen eine überwältigende Wut aus. Zweifelte Hände versuchen erfolgreich etwas Wahrhaftiges, Interessantes, nie Dagewesenes zu erschaffen. Statt
Stattdessen erschaffen sie nur Chaos und Ungeduld. Tragisch. Hier. Im Bodensatz ist noch deutlich der Stress des Schneiders zu spüren, der ihn dazu bringt, unaufhörlich Kaffee zu trinken. Mit dem Kaffee bekämpft er die Müdigkeit, den Schlaf. Denn Schlafen ist vergeudete Zeit, und er weitere Änderungen an den Kleidern vornehmen könnte. Ohne Nachricht. Einzelne Fäden der Konzentration hängen noch am Mannequin, die nach Kundenbesuchen ausgefranst und schlaff herabhängen. Sämtliche Ideen, die nicht gut genug sind, werden aussortiert. Änderungen, Änderungen, nichts als Änderungen. Conclusion. Er schneidet eine ruhige Hand, wenn es um Näharbeiten geht, aber in seinem Kopf herrscht gärende Leere. Er braucht dringend Inspiration, denn Frustration und Ungeduld haben noch nie gute Ideen hervorgebracht. Wenn es so weitergeht, wird er den Auftrag nie abschließen können und nie schöpferische Erfüllung finden. Let's go. Excuse me. Damn it. I forgot to turn the key. Sorry, what? You tell me. What is it? Irgendwas entgeht mir immer noch. Oh, ich bin kotzen. I couldn't help noticing you're struggling for inspiration. You've got a keen eye. The book makes it easier? I have to guess what everyone has in their mind. Is there any way I can help? I want to know what people look for in fashion these days. Back in the day, all you needed was 2 pant legs and a space for your Johnson. I don't know what else there is to it. If you tell me that, I'll be grateful. I'll sew you anything you want in return. Let me sharpen my senses. I need some evening wear, quick. Good proportions. Thank you. Alterations won't take long. Your name and address, sir? Viktor Szulski, 9 Green Square. I'll send a messenger when I'm done. And Mr. Szulski, if you'll allow me a moment of candor, as it often seems no one dares to address you with it. Sorry, what? Go and find yourself a barber in Pavonsky. You look like a troglodyte. Now, I'd like to go to my business. I won't bother you. All right. Irgendwas ist mir hier zwischenzeitlich noch entgangen. Was packt mal die Hinter? Geh zum Barbier. Schneider. Geh mal zum Barbier. Na los. Ich will hin. So. Hier. Platz an dem Hookies, Techniker, Bundes und zuhören, okay.
bisschen viel aus einem Kutschfenster. Nun, vielleicht hätte sie ihre Schminke im nüchternen Zustand richten sollen. Leidenschaftliche Worte haben sich auf dem Deckel niedergelassen. Bitten, sie möge ihn begleiten. Versprechen, sie würde als Tänzerin in der neuen Welt berühmt. Wo alle sie beneiden. Okay. Warschau-Kurier. Okay, der hat nichts. Come in. Please set my hair to rights. Yes, sir. Mhm. Das gefällt mir gut. Nein. Das finde ich nicht schlecht. I'm sorry. I don't usually talk to clients. Do you like it? I can't help noticing that you're the most tight-lipped barber I've been to. And even you admit that you rarely talk to clients. Why is that? When I prepared them for their final journey, it's hard to ask for their opinion. So you style the deceased too? Mostly. They still need to look good. After all, you only get a few. So, what do you... Yes, you're talented. Years of practice. My clients are all... Ist klar, wieder zurück. Schauen wir mal hier ran. Lange machen wir nicht mehr.
I haven't been here in a while. What do you want to tell me, friend? Wenn ein Bereich mit rotem Nebel bedeckt ist, bedeutet das, dass Okkulte dir etwas zeigen möchte. Aber dorthin, wo der Nebel dünner ist, halte dich von dicken Nebel fern und denk daran, dass es dem Okkulte nicht gefällt, ignoriert zu werden, wenn du den Nebel betrittst. Verschwinden die Visionen. I'll be first. You'll see. Slow down. You'll get your clothes all dirty. That kid, it's me. My mother thought I'd lost my mind. So did Liga, I guess. And that, as we know, didn't happen until much later. I didn't remember that Abaritza was there too. He must have been. After all, he'd laughed at me later for wetting my pants. It was my birthday. Was it then that you chose me? Cool. What do you want to tell me, friend? Victor, hurry. We'll be late for Mass. I'm coming, Mother. Victor, hurry. We'll be late for Mass. I'm coming, Mother. Victor, hurry. We'll be late. Das ist die falsche Richtung. Aber das ist vorhin nicht die richtige? Victor, hurry. Das ist auch die falsche Richtung. Das ist richtig. Das ist auch falsch. Hier ist richtig. Das ist falsch. Falsch.
ist richtig. Wieso bin ich da falsch? Ich raff's nicht. Es ist zu spät am Abend, dass ich das noch irgendwie raffen kann. Ich soll den leichten Nebel, ich soll nicht den jetzt dicken Nebel. Better hurry, we'll be late for mass. I'm coming, Mother. Hier ist richtig. Victor, do you think that when you have a husband, you have to argue with him? I suppose so. I don't. Das war anstrengend. I remember that. The last Sunday before Father stopped taking us to church. Because of me. I accidentally touched the priest's stone as he passed us with the censer. That was the first time when I felt another person's thoughts, their intentions. I heard the words of someone's confession that the priest was thinking about. It was like they were directed at me. And I didn't falter to share them with the rest of the congregation. Mother didn't manage to stop me, and my indiscretion caused the prominent marriage to fall apart. My parents' marriage not long after. Was will denn der Bub von mir? What do you want to tell me, friend? You'll put me in an early grave. Duh, because it's always the woman's fault when a man starts getting certain notions. Father, can Abauretse come with us to the sea? Out of the question. Holidays are to be spent with family, with loved ones, not with servants. Listen, boy. You'll be the head of this family someday, and you have to understand that family is the one. Rarely did I see my father so furious. He thought that a trip to the once Polish Baltic Sea would improve his chilly relations with Mother. I really didn't want to go. I preferred to play with Abauretse in the streets of Prague. Mom wasn't disappointed that we stayed either. I didn't want to step on Father's toes again, so I asked Ligia to make a scene, like she did when Grażynka tried sending her to bed and she wanted to keep reading. I didn't even have to persuade her much. I wondered if it was the power of the twin bond or if I manipulated her subconsciously back then. Now I know I couldn't do it without forming our pact.
But if that's the case, what were you doing here? Okay. Aber damit beenden wir die Gaming-Session für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche eine erholsame Nachtruhe. Bye bye.